Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil, also den Teil 6 im Tutorial Erste Schritte im Fassadenbau. Hier in diesem Video möchte ich in dieser Wand die Blechfassade beginnen. Das heißt, ich möchte hier starten und eine eingehängte Blechfassade reinkonstruieren. Und dies werde ich hier mit der Elementverlegung machen. Für diesen Bereich benötige ich im ersten Schritt natürlich eine Skizze, welche ich hier einfach auf die Wand lege. Als nächstes muss ich hier meine Umgrenzung und meine Achsraster für die Skizze zeichnen, sprich für die Blechkassetten. Dazu kann ich zum Beispiel mit einem Rechteck beginnen, welches ich hier starte. Wenn ich die Umschalttaste während des Absetzen drücke, dann werden mir hier auch keine Parametermaße eingetragen. Ich kann hier natürlich mit dem Draggen die Kanten beliebig nach oben oder unten ziehen. Ich möchte hier jedoch mit der intelligenten Bemaßung meine Maße setzen. Das heißt, ich gebe hier meine Werte an, wo meine Fassade starten bzw. enden soll. Die obere Kante werde ich hier in diesem Fall für die Attika vorbereiten. Das heißt, hier soll meine Attika reinkommen, welche hier 200 mm überstehen soll. Und die äußere Kante, um es mir danach leichter zu machen, möchte ich hier gleich auf die Glaskante legen. So, ich kann natürlich hier weiter die weiteren Kanten definieren, wo ich hier auch einen gewissen Wert überstehen möchte. Ich möchte hier diese Ecken schließen. Im unteren Bereich werde ich auch noch einen Überstand machen. Und verlängere meine Kanten. So, in diesem Fall habe ich hier meine Hauptabmessungen definiert. Ich kann natürlich hier dann mit dem Offset meine weiteren Kanten setzen und ich möchte hier einfach die 1500 als Abstand haben. Diese kann ich jetzt natürlich jederzeit noch abändern, kann ich aber auch, wenn ich die Fassade bereits eingebaut habe. Ich könnte hier auch noch einen Wert abnehmen. Das heißt, ich habe hier eine Breite von 5180 und möchte natürlich dies gleich haben. Dann kann ich natürlich dies auch mittels den Taschenrechner eingeben. In der Höhe werde ich hier auf 1200 gehen und dies soll mein Raster für die Fassade sein. So, jetzt habe ich die Möglichkeiten, dies gleich einzubauen. Ich werde natürlich aber vorher auch schon meine Struktur aufbereiten. Das heißt, ich werde hier unter Bleche meine Strukturbaugruppe erzeugen. Und ziehe diese Skizze wieder in diese Strukturbaugruppe. Weiters werde ich hier diese Blechfassade seitlich auch gleich wieder referenzieren, so wie es wir in den ersten Videos auch gemacht haben, damit mein Aufbau wieder richtig ist.
So, jetzt kann ich in dieser Konstruktion arbeiten oder auch, so wie ich das immer wieder gezeigt habe, in diese Konstruktion wechseln, wo zum Beispiel nur diese Skizze enthalten wäre. Das heißt, ich bin jetzt in der Konstruktion. Ich werde natürlich immer wieder hin und her springen, da es für mich natürlich wichtig ist, um zu sehen, wie weit meine seitlichen Abschlüsse oder meine Attika eingebaut werden muss. So, das heißt, ich starte in diesem Fall, um es zu zeigen, vorher die Elementfassade im Detail, in der kleinen Konstruktion. Hier in dieser Elementfassade kann ich natürlich hier die bestehenden Varianten auswählen. Man sieht auch hier, ich kann auch x-beliebig eigene Varianten auswählen. Jetzt startet mir der Dialog. Es wird hier meine Vorschau geladen. Man sieht hier, ich habe jetzt aktuell 26 Kassetten und ich habe hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten, diese einzustellen. Ich starte hier im Prinzip, dadurch ich eine Kassette anwähle, und mit der Steuerung-Taste kann ich hier auch mehrere Kassetten auswählen. Diese könnte ich hier auch noch in sogenannten Auswahlgruppen zusammenfassen. Ich werde hier aber einfach dies als Attika definieren, möchte hier noch die Attikative definieren und den jeweiligen Winkel. Danach möchte ich hier diese Kassetten auch noch abändern, und diese Kassetten sollen natürlich im Horizontalschnitt auf der linken Seite als Außenecke ausgeführt werden. Hier kann ich natürlich auch in der Vorschau sehen, wie weit geht dies hier auf die linke Seite. Dies wäre jetzt natürlich sinnvoller in der großen Zeichnung zu machen, da ich hier mit den Werten leichter arbeiten kann. In diesem Fall, diese Kassette werde ich hier auch noch abändern. Das heißt, diese Kassette soll natürlich unten einen Abschluss haben, den ich danach einfacher bearbeiten kann. Weiters sollen diese zwei Kassetten auf der linken Seite als Außenecke definiert sein, wo ich auch wieder meine Werte definieren kann. Wenn ich dies definiert und eingestellt habe, bestätige ich dies und somit werden die Kassetten eingebaut. Diese Berechnung dauert etwas länger. Das heißt, hier sieht man auch unten die Prozentanzahl, und wenn bei gewissen Berechnungen dies ein bisschen zu lange dauern wird, was bei einer Berechnung, sprich bei der Verbindung, sicher der Fall sein wird, werde ich da sicher einen kleinen Teil rausschneiden, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. In diesem Fall sieht man, bin ich hier schon auf ca. 75%. Das heißt, dies werde ich hier einfach mal so in Originaltempo lassen. So, man sieht hier, dass Heikat jetzt diese Blechfassade eingebaut hat mit den nötigen Graphen, was auch alles Mögliche jetzt eingestellt war in der Variante. Mit den Ecken, mit den Attikern oder Attiken, so muss man sagen natürlich. Und natürlich auch den Verstärkungsblechen.
So, ich möchte mir hier oder jetzt diese Fassade, die ich hier mittels dieser Skizze erzeugt habe, im Gesamtmodell anschauen. Das heißt, ich wechsle hier ins Gesamtmodell. Jetzt wird mir natürlich dies als erstes im kleinen Modell, weil ich jetzt noch nicht gespeichert habe, gespeichert und in der Gesamtfassade geladen. Das heißt, so wie man es hier schön sieht, habe ich hier meine Blechfassade eingebaut mit den nötigen Eckpunkten. Es gibt natürlich schon gewisse Eckpunkte, die man hier in diesem Fall noch weiter bearbeiten muss, so wie in diesem Fall hier dieser Übergang. Dieser muss natürlich hier manuell editiert werden, ansonsten würde ich hier eine Kollision bekommen. Im nächsten Schritt möchte ich jedoch hier die Unterkonstruktion auch gleich mitsetzen. Dazu werde ich hier aus der Elementfassade meine Skizze laden. Das heißt, ich möchte ja die gleiche Skizze wieder verwenden. Dazu kann ich hier mit der rechten Maustaste diese Skizze laden und diese Skizze in meine Blechfassade seitlich ziehen. Was jetzt natürlich wichtig ist, ich brauche für die Unterkonstruktion die horizontalen Kanten nicht. Das heißt, diese kann ich hier mit der gedrückten Steuerung-Taste entfernen. Somit habe ich hier in diesem Fall nur mehr die senkrechten Kanten. Ich werde hier eine weitere Skizze erzeugen, weil ich hier in diesem Fall auch noch eine zweite UK für diese Seite haben möchte. Das heißt, ich wähle hier wieder eine Skizze und muss hier in diesem Fall eine Skizze erzeugen, welche hier nach oben geht. Diese Skizze werde ich hier in diesem Fall wieder bemaßen und ich möchte hier dann die 10 mm Luft haben. Kann natürlich diese Skizze auch benennen, damit ich mich danach besser auskenne. Ich ziehe diese Skizze wieder in die Elementverlegung und habe in diesem Fall meine UK für diesen Bereich erzeugt. Ich wechsle jetzt wieder, zum Zeigen und weil es auch einfacher ist, in kleinen Konstruktionen zu arbeiten, in die kleine Konstruktion. Und jetzt möchte ich hier in diesem Fall die UK verlegen. Dazu wähle ich meine Skizze aus, wähle meine Variante, in diesem Fall für die Unterkonstruktion. Ich werde hier in diesem Fall in die Draufsicht gehen, um zu sehen, wo ich hier in diesem Fall mit meinem Profil sitzen würde. Vergebe noch meinen Abstand von der Fassade. Sehe, dass ich hier in diesem Fall diese Skizze nicht brauche, das heißt, das kann ich natürlich auch löschen und baue diese Profile ein. In diesem Fall sieht man hier, dass ich dieses Profil natürlich auch noch anpassen muss und hier müsste ich noch die Länge anpassen. So, das heißt, ich gehe hier wieder in die Variante rein, kann hier natürlich mit Skizze bearbeiten, meine Skizze editieren, möchte dies hier bis hier ziehen und sage hier in diesem Fall nur Skizze übernehmen und bestätige dies wieder mit OK. So, dadurch sind jetzt meine ersten Profile richtig belegt. Ich möchte hier noch mit dieser zweiten Skizze das zweite Profil belegen. Achte wieder darauf, wo ich mit der Lage des Profils bin, weil ich hier einen anderen Abstand habe.
Das heißt 70 wird hier 75 wird hier passen. Die Skizze möchte ich natürlich löschen und mittels OK wird mir hier dieser Bereich oder dieses OK-Profil eingebaut. Ich speichere diese Konstruktion jetzt ab und jetzt möchte ich, dass HiCAD mir die Verbindung, sprich die Halter und die Agrafen, an die richtige Position setzt, und dies ist eine längere Berechnung. Also in diesem Fall werde ich sicher einen Teil rausschneiden, damit es einfach nicht zu lange wird. Dazu starte ich den Befehl Verbindung, wähle die Elementverlegung aus und die erste Unterkonstruktion. Mit OK starte ich den Befehl und jetzt beginnt mir HiCAD mit der Berechnung. So, in diesem Fall wurde jetzt die Unterkonstruktion gesetzt und ich habe hier auch gleich die Ausklinkungen parat. Das heißt, ich werde hier einfach mal ein Blech ausblenden, damit man das einfach ein bisschen besser sieht. Und man sieht hier, dass die Agrafen an der richtigen Stelle platziert worden sind, sprich die Halter, und dass hier natürlich auch die Ausnehmung für die Bleche in den OK-Schienen richtig belegt worden ist. Dasselbe müsste man natürlich hier noch auf der nächsten Seite machen, was ich mir hier jedoch spare, um einfach dies nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich kann natürlich die Profile weiters ganz normal bearbeiten, sprich ich könnte hier beim Profil sagen, ich möchte hier dieses Profil um zum Beispiel minus 50 mm verkürzen oder verlängern. In diesem Fall habe ich gesehen, ist das Verkürzen oder Verlängern die falsche Option. Das heißt, ich müsste hier dieses Profil zum Beispiel an dieser Stelle abschneiden. Ich habe natürlich hier mit Verlängern eingestellt. Das heißt, das macht natürlich den Unterschied, dass es hier diesen Bereich auch verlängert oder auch nicht. Dies kann ich hier dazu verwenden, was ich natürlich hier in diesem Fall die unterschiedlichsten Varianten benötige. Wie auch vorhin am Anfang gesagt, ich kann hier beliebige eigene Kassetten auch hinterlegen und dies mit der Elementfassade definieren. Ich wechsle jetzt wieder in mein Gesamtmodell, wo ich hier natürlich dann wiederum alles gesammelt habe. Das heißt, man muss sich auch hier vorstellen, diese Fassade könnte ein zweiter Techniker machen. Also die Blechfassade könnte einer machen, der sich damit vielleicht besser auskennt als wie in der Pfostenregelfassade. Und man könnte hier wiederum dies dann sehr einfach kombinieren. Weiters ist natürlich hier auch wieder besteht die Möglichkeit hier wiederum, dass ich dies in die eigenen Bereiche definiere und zusammenfasse, also sprich in die Detailschnitte. Das heißt, ich schließe diese Konstruktion, oder eigentlich brauche ich sie nicht schließen. Ich wechsle einfach ins Helios. Wir haben ja schon da einen Horizontalschnitt auf der linken Seite gemacht. Das heißt, ich öffne diese Konstruktion, welche ja die Schnittansicht auf der linken Seite ist, und speichere diese Konstruktion neu ab. Das wäre dann in diesem Fall mein Detail 4. Übergang BR auf Blech. Det 04.
mittels oder mit OK habe ich diese Konstruktion dann abgespeichert. Ich ändere hier auch noch den Namen, damit ich mich danach noch auskenne. Und man sieht hier, dass ich hier mein Detail 4, welches ich hier dann noch zusammenfassen kann, auch habe. So, jetzt habe ich ja hier meinen Schnitt erzeugt und ich möchte hier natürlich dieses Detail, was ich hier gemacht habe, auf die andere Seite ziehen. Das heißt, es soll ja alles gleich bleiben, aber ich möchte diesen Bereich sehen. Und das Detail soll natürlich hier in diesem Fall auch größer werden. Ich glaube, das wird reichen. Mit Übernehmen hat er mir hier dieses Detail auf die andere Seite gezogen. Ich muss natürlich hier, das habe ich jetzt übersehen, den Namen noch abändern. Hier ist es, deswegen gibt es noch das 01 und das 04, weil ich hier einmal ja das Detail so rausgezogen habe und einmal, also rausgezogen einmal vom Grundriss genommen habe und diesen Grundriss habe ich noch einmal kopiert, deswegen kommt es auch hier zweimal vor. Das heißt, ich muss hier in diesem Fall dasselbe eigentlich nochmal machen, wo ich hier auch wieder meinen Namen wechsle, die Lage ändere. Das wäre dann für mein 3D-Detail. Ging jetzt genau in die falsche Richtung. So, mit Übernehmen habe ich hier dann das 3D-Detail auch gleich mitgezogen und habe hier in diesem Fall mein zweites Detail. In diesem Fall sieht man noch sehr schön, dass ich hier ja die Blechfassade noch nicht in der Konstruktion habe, weil ich ja hier nur die Bleche von der Eingangsfassade reingeholt habe. Das heißt, ich achte darauf, dass mein Weltkoordinatensystem aktuell ist und mit der rechten Maustaste kann ich hier dann wieder einen referenziertes Teil aus meinem Projekt suchen und das wäre meine Blechfassade seitlich, die wir gerade vorhin gemacht haben. Mit OK importiere ich diese Datei oder diesen Bereich. Ich werde hier wieder abgefragt, also den Passpunkt am Teil, also rechte Maustaste und den Passpunkt in der Konstruktion wiederum rechte Maustaste und somit wurde hier meine seitliche Blechfassade in meine Konstruktion importiert. Ich werde hier noch alle Schnittansichten aktualisieren, damit dies auch noch geändert wird. Und somit habe ich hier meine Blechfassade erzeugt und in diesem Fall sehe ich jetzt auch im Prinzip das erste Mal, dass ich eigentlich hier dieses Blech noch nach außen ziehen möchte, da ich jetzt einfach viel zu wenig Platz in diesem Fall habe. Dies kann ich aber auch wieder ganz einfach über die Elementfassade lösen. Das heißt, wenn ich hier die Elementfassade abändern will, das heißt, da habe ich ja in diesem Fall die Elementfassade, das könnte ich hier auch wiederum machen. Das heißt, ich gehe hier hin, starte mein Feature der Elementverlegung. Und möchte diese Bleche, welche hier seitlich also den Abstand von links, möchte ich hier auf noch 150 rausziehen. Das heißt, ich ziehe hier auf minus 150. Das heißt, das wird hier auf der linken Seite um 150 Millimeter nach außen gezogen.
und dies bestätige ich wieder. Für mich ist es einfach ganz wichtig zu sagen und dass man das auch sieht, dass ich an jeder Stelle im HiCAD dies ganz einfach ändern und editieren kann. Das heißt, hier in diesem Fall habe ich die Blechfassade nach außen gezogen. Ich muss natürlich noch das Profil nach außen ziehen oder vielleicht will ich ja auch eine komplett andere Verbindung hier in diesem Fall noch haben. Aber hier sieht man sehr schön, dass ich hier diese Fassade ganz einfach editieren kann, egal an welcher Stelle. Man sieht hier noch, das ist mir vorhin noch nicht aufgefallen, ich habe hier im Schnitt auch versehentlich eingestellt, dass meine Beschichtungsseite angezeigt wird, was ich hier aber in meinen Detailansichten nicht haben möchte. Wichtig ist auch natürlich hier zu sehen, wenn ich hier zum Beispiel dieses Profil verschieben möchte, dann könnte ich hier dieses Profil auch jederzeit an dieser Stelle ganz einfach verschieben. Ich möchte 10 mm Luft haben als Beispiel. Dann könnte ich hier dies im Schnitt machen und dies wäre auch natürlich hier in der 3D-Ansicht der gleiche Effekt. Jedoch möchte ich hier oder werde ich hier diese Unterkonstruktion entfernen, da ich hier im weiteren Videos einfach einen anderen Anschluss an die Pfostenriegelfassade generieren werde. Aber so einfach ist es hier in diesem Bereich dies zu machen. Mir ist natürlich schon klar, dass ich hier mit der Elementfassade, wenn ich etwas vorbereitet habe, so wie in diesem Fall eine fixfertige Variante nehme, wesentlich schneller bin, als wie wenn ich hier das manuell zeichnen muss. Wird aber auch ganz oft verwendet, dass man hier einfach eigene Fassaden zeichnen muss. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich schon auf das nächste Video.